Willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Beim letzten Mal haben wir Astas Gerüchte aufgeklärt und Clara geholfen mit einem kleinen diebenden Roboter. Und dieses Mal werden wir gucken nach der Mission Suche nach dem Ursprung der Medikamente. Du hältst eine Nachricht von Oleg, der hofft, dass du bei Natasha vorbeischaust und sehen kannst, wie es ihr geht. Sie ist jeden Tag unermüdlich damit beschäftigt, sich um die Patienten zu kümmern. Oleg hofft, dass du ihr etwas Unterstützung leisten kannst. Genau. Und da schauen wir doch jetzt mal vorbei, ob wir helfen können. Hey Natascha. Möge eure Erkundung gut fortschreiten, Kellerkind, und eure Reise frei von Schmerzen sein. Aber auch wenn du dich aus Versehen verletzt, kein Grund, überlass es dem Arzt. Brauchst du Hilfe? You came at a good time. There is something you can help me with. According to my patient records, there are a few that haven't come for their follow-up visits. It happens from time to time, but never as regularly as this. I'm a bit concerned. Have you heard of the Complex Illness Mutual Aid Society? Nein, hört sich verdächtig an. I agree. Generally speaking, mutual aid societies like these allow patients to share their experiences and support each other. It's a way of countering all the negative emotional effects of being ill. But there might be more to this society than that. I've got a few patients who have started refusing treatment since joining the society. It certainly makes you wonder. Ja. The most suspicious part is that no matter how much I ask, no one's ever willing to tell me anything about it. And that's where you Sprich, in dieser Gemeinschaft sagen sie, Natascha ist scheiße. Oder generell Medizin ist scheiße. Sie sind also generell Anti-Vaxxer. Also möchtest du, dass ich undercover gehe? It sounds dangerous, but what I want you to do is actually very simple. Investigate this so-called mutual aid society and find out what exactly they're up to. Imagine, ich gehe jetzt dahin, komm zurück. Nee, Natascha, ich will auch von dir nicht mehr geheilt werden. Tschüss. Der Kult kriegt mich in seine Fänger. Preventing me from doing my job, or if they're bringing harm to my patients, I won't just sit on the sidelines. Can I entrust you with this task? Natürlich, überlass es mir. This little clinic has huge numbers of patients to deal with every day. If I didn't have you here to help me out, I wouldn't be able to focus on giving them quality care. Good luck. I'll be sure to thank you properly when you're back. Okay. Geschichte des Schmelzofens. Suche nach dem Ursprung des Medikaments. Wobei ich bei dem Namen Ursprung des Medikaments auch davon ausgehe, dass sie ihre eigene Medizin wahrscheinlich so gefunden haben. Und so, oh, jetzt brauchen wir die Natascha nicht mehr. Wir haben besseren Arzt, wir haben bessere Medizin. You. I've seen you in the clinic. You run errands for Natasha, right? Ja, damit ist der Deckmantel gelüftet. What are you talking? Let me guess. Natasha wants you to persuade me to go back for a follow-up visit, right? What's the use? I'm terminal. Life will be over before I know it. Ist das die Diagnose von Natascha? Of course not. I read it in a book. Every book I read has descriptions that match my symptoms exactly. I can diagnose myself with a dozen incurable diseases before I get halfway through. Wow. A follow-up visit is just a waste of time and money. Not to mention medicine. Dein Ernst? What else is there to say? Natasha was seeing me free of charge. She said I could keep a tab running for as long as I liked, then pay it back when I had the opportunity. I guess I'm too proud. Der Schein ist wichtiger als das Leben, ich verstehe. Fun of me? Have at it. You won't change my mind. Dr. Vash never charged me anything either. Natasha's great, but Vash was always my number one. Wer ist Vash? Natasha's brother. They both used to practice medicine back in Rivertown. Okay. I heard he was a top student from the Overworld Medical Academy. Bellabog's main hospital wanted him. I have no idea what convinced him to set up down here. A kind heart, maybe. Wo ist der Bruder jetzt? Dr. Vash was a people's doctor. Mit das Ganze war, habe ich eine böse Vermutung. The underworld is always short on medical resources. They say that Dr. Vash made all his own medicine himself.
Warum You suchst du think ihn I nicht don't auf? want to? I heard that he passed away. Dachte ich mir schon. I should keep my voice down. Don't go telling anyone else about this next bit. I heard that Natasha had something to do with Dr. Vash's death. They say she was jealous that her brother had stolen her patients, so she... Was? Und das glaubst du? It's just something people were saying. I don't think Dr. Natasha could do something like that. Forget I said anything. Since Dr. Natasha sent you over specially, I'll do her a favor. I'll go to the clinic for my follow-up a little later. Bye for now. Wow. Avoiding a follow-up visit due to money issues. I should find another patient to talk to. Wow. What was that? Oh, you'll have to be louder. My ears aren't what they used to be. Everything's muffled. Ich wollte dich fragen, warum du nicht zur Nachuntersuchung gehst. A follow-up visit. Is that what you're asking about? Ja. Natasha's a wonderful girl. She always gives me a thorough checkup. But at this age, it's rather a lot to bear. Even if they could cure me. I'm sure I wouldn't be around for long. Wenn es um Gesundheit geht, kann man keine Zeit verschwenden, nicht Not wahr? for youngsters like yourself. When you get to my time of life, good health is a bit of a luxury. My husband had the same illness as me, but he never touched the medicine. He wanted to make sure I had enough. Then, one day, he said he needed to take care of some things at the mine. He never came back. He was forever saying he wanted to go before I did. Ah, selfish old fool. I miss him. Now that he's gone, who cares how long I stick around? Och. Ich bin mir sicher, dass er jetzt da oben ist und sich Do you kümmert. think so? Wouldn't he want me to hurry up and join him? Kids, okay, you win. It's off for another follow-up visit with Dr. Natasha, I suppose. Did you want to say something else? Hast du von der Gesellschaft der gegenseitigen Hilfe gehört? Actual who? Gesellschaft für gegenseitige Hilfe. All right, I heard you. Do you have to shout? No, I've never heard of any mutual aid society. Zeit zum dritten zu Avoiding gehen. a follow-up visit due to her husband. I should find another patient to talk to. Why haven't I gone for my follow-up visit? Are you a patient too, or did Dr. Natasha send you over? Du bist ziemlich schlau. You should head on back then. Thank Dr. Natasha for her concern. I don't need Dr. Natasha's help now. Tell her to save her worries and medicine for other people. Hat ihr euch gestritten? A dispute? No. She's the only kind-hearted doctor in the underworld. I just don't really approve of her methods, that's all. Too idealistic and no real efficacy. She tries to save everyone, which means she can't save anyone. In the end, it's the patients who suffer, and she just tires herself out. Miners like me don't have time for lengthy treatments. If I can't take something and get right back to work, I may as well lie down and wait for death to come knocking. Did you, know Dr. Vash? His wonder medicine is cheap, and the results are immediate. You just need to, be willing to, take a little risk. Es hört sich super suspicious an. Dr. Vash's medicine is different. Lots of people make a full recovery after taking it, but some get worse, and the unlucky ones check out early. Okay, mittlerweile könnte ich mir doch vorstellen, dass Natascha was mit dem Tod zu tun hatte, wenn er absichtlich Leute basically Gift gegeben hat. Even knowing the risk, most people fight tooth and nail to get hold of the medicine. You know why?
weil sie bereit sind, mit ihrem Leben zu spielen. You're smarter than you look. When life forces you to the edge, you'll throw yourself at any opportunity, even if it means risking it all. For people like us, a slow and torturous treatment is the same as a death sentence. If it's between that and a quick result, we'll take the latter. Forget it. Why am I telling you all this? Dr. Vash is dead anyway. Was, wenn ich dir sage, dass ich dir zustimme? What? Now you're interested in the wonder medicine? Listen up. The Complex Illness Mutual Aid Society is still selling that medicine. I can tell you where they trade, but there's a rule. You must not tell any of this to Dr. Natasha. You hear? If you break the rule, you'll face the consequences. Okay, und was, wenn ich jetzt sage, no deal, weggehe? Dann habe ich trotzdem schon halbwegs die Informationen. Yeah, take this. It's the address. A final warning. Do not reveal this information to Natasha. I know where to Natürlich. find the wonder medicine. That patient didn't want me to tell Natasha about. Was? Okay, auf der einen... Der einzige Grund, warum ich das hier nehmen würde, ist für die Option, dass ich da hingehe, selber gucke, wer es ist, damit... Und die versuche selbst aufzuhalten. Oder erstmal generell zumindest Informationen zu sammeln. Weil wenn ich zu Natascha gehe, könnte es sein, dass sie das mitbekommen und weggehen. Lol. Ich habe echt damit jetzt eine Entscheidung getroffen. Okay. Ja, weil irgendwo vielleicht auch gut, dann kann ich nämlich da hingehen, das Fake-Medikament holen und das zu Natascha bringen. Hey, where do you think you're going? Ich gehe Medizin von der Gesellschaft kaufen. Medicine? Oh, you mean Dr. Vash's wonder medicine, right? You're the same as everyone else that comes through here. If you want medicine, you don't need to go any further. You talk to me. And we only take cash. This ain't a charity. Hab gehört, dass die Medizin hier ziemlich billig ist. The Mutual Aid Society sets the price. It might be different from Dr. Vash and his handouts, but it's a darn sight cheaper than that clinic woman's medicine. Well, are you buying or not? Wait a minute. Your clothes. Are you friends with that doctor woman? I've seen you at the clinic before. I know it. Get lost. Now. If you're a friend of that woman, then you're not welcome here. Shop's closed today. No customer. Wait. What about our medicine? We've been waiting for ages. Get lost, all of you. Save your breath and come back some other time. Wow. That medicine seller sure shut up shop in a hurry. I should head back and report to Natasha. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch zuerst zu Natascha gegangen. Ich habe jetzt nur gedacht, dass halt nach dem Motto, wenn ich zu Natascha gehe, kriegen sie es dann heraus und gehen weg. Jetzt ist es genau andersrum passiert. Okay. So. So the Mutual Aid Society found Vash's research results. And now they're selling this so-called wonder medicine to patients. Any organization doing something like this is interested in more than just mutual aid. Der Patient bat mich, sagte, dass er bereit war, das Risiko As a einzugehen. doctor, I don't accept that. I'm responsible for their well-being. My attitude towards this wonder medicine won't change. What Vash left behind is nothing more than reagents and experimental byproducts. The word medicine doesn't apply here. I warned the patients countless times, but seems like they had their heads in the sand all along. No wonder they kept the Mutual Aid Society a secret from me. Tja. I'm guessing the patients you met weren't exactly singing my praises, which is why you tracked the dealer down and made inquiries first. I don't blame you. After everything you heard, I'm grateful you came back to find me. Your trust is important to me. If you're curious about Vash's wonder medicine, you should ask some of the patients in the clinic. See what they have to say about the effects. Okay. Some people say that Dr. Vash was a saint who came from the overworld to help those in need. I don't buy it. People's doctor. That's just what people who've bought into the myth like to say. Vash used to distribute free medicine all the time, but
He couldn't have cared less about the people taking the medicine. The hard truth is that we were just his test subjects. It didn't matter if the medicine worked or not. What mattered was having a constant stream of willing lab rats. Of course, I can't control what anyone else thinks. Okay, hab ich schon vermutet so mit einem, dass er einfach, ja, hier Medizin, The guck mal, medicine ob's Vash funktioniert. left behind. That stuff. Can you even call it medicine? I know Dr. Natasha's here, but I have to tell it like it is. Vash had zero medical ethics. He didn't deserve the title doctor. He may have had the capability, but he didn't use it to help anyone. Whenever I went to see him, he never even asked about my illness. He just prescribed me his so-called wonder medicine. If it were you, would you have taken that medicine? Nein. Nein, hätte ich nicht. So. I still haven't worked out how to convey it to you. The issues surrounding Vash. My relationship with him. The things he's done in the underworld. It's a long story. I'm guessing you've heard a lot of different opinions on Vash. What do you make of him? Ja, es hört sich sehr an, als wäre er ein Doktor ohne Ethik. I want you to go and visit another patient, a victim of the wonder medicine. I want you to see the real consequences of abusing that medicine. Once you've understood her situation, come back and tell me what you think. After that, Okay. Interessant. Noch eine Person fragen. Was sehen wir jetzt? Who are you? Ich bin eine Freundin von Dr. Natasha. And who am I? Oh. Du bist eine Patientin von Dr. Natasha, erinnerst du dich Where's nicht? my husband? And where's my child? Wow. Where are they? You know where they are, right? Bitte bleib They ruhig. don't know. They don't know. Nobody knows where. Where did they go? Come over here, child. That Wow. poor lady. Both her husband and child became ill and passed away. Deswegen ist sie so geworden? Yes. Before her family passed away, she was a carefree young woman. Her husband and child caught a mysterious illness. The symptoms weren't grave, but their livelihood was certainly impacted. In order to try and rid themselves of the ailment once and for all, they bought some kind of wonder medicine. Who would have thought their condition would deteriorate so rapidly after they began? The two began to suffer terribly, such that death then became a blessing. It wasn't long before they departed this world, one after the other. From that moment on, she became as you see her now. If Dr. Natasha hadn't taken her under her wing, well, it doesn't bear thinking about. Wow. Das hört sich nach And Gift yet, an. what more could have been done? They were warned about the medicine. They were told about the risks. They chose to roll the dice. Talking about it tires me out. At least my husband and I are able to help her where we can. I just hope that one day she can lead a normal life again. Ja, meine Meinung verschlechtert sich. Nur noch mehr. So. did you speak to her? By the look on your face, I'm assuming you've come to understand the wonder medicine all too well. Die das Zeug verkaufen, sind teuflisch. Be it Vash or the Mutual Aid Society, forces like that can take full advantage of the
typical underworld state of mind. Let me tell you a story. There was once a brilliant overworld doctor with unmatched pharmaceutical skill. The doctor was set on developing a medicine that would steel the human body against the cold. He named his research project Blizzard Immunity. But his research met with obstruction time and time again, the biggest factor being a lack of test subjects. Tampering with the human immune system carries huge risk, and nobody in the overworld was willing to submit themselves to such experiments. As such, the doctor got in touch with his sister in the underworld, claiming that he wanted to support the medical effort below ground. Und dann... Naturally, his sister was overjoyed. After all, as far as medicine was concerned, her brother had always been the standard she'd strived to attain. She brought her brother underground and entrusted him with her clinic and laboratory. I think you know what comes next. Schwer zu glauben, dass dein Bruder Issuing war. free medicine to the needy was just Vash's way of conducting experiments on his test subjects. On some level, his reagents were able to alleviate the patient's suffering, but nothing more. They would forget their pain for a while and neglect their regular treatment plans. The result? Patients with mild illness would attribute their recovery to the so-called one. I cannot accept that their fate was simply the result of misfortune or risk. No true doctor would accept that. That's why I want you to help me recover all the wonder medicine. Are you willing to take on this assignment? Yep. Thank you. This will be hard for the people that have come to rely on the wonder medicine. But it's up to us to remove this false hope. You mustn't hesitate. Recover every last reagent that Vash left behind. I'll take responsibility for the consequences. Don't worry about that. Go. I'll be waiting for the good news. Das ist halt echt... Wow. Das ist halt echt was passiert ist. Wähle 5-mal einen ungestümten Dialog. Stop right there. Ich bin, um Medizin zu Who kaufen. are you trying to kid? You're that clinic. She's after our medicine and sent you here to smash the place, right? Men, look lively and send this idiot packing already. Ich wollte freundlich bleiben. Dann... Von mir aus. Wir können auch so spielen. That'll take. Wir können auch so machen. So, let's go. Warte, was? Das waren alle? Die alte Kiste enthält Medizin, die mit experimentellen Nummern markiert ist. Das muss das Wundermittel sein, von dem die Gesellschaft gesprochen hat. Plötzlich hörst du Schritte. Well, look who we have here. Your reputation precedes you, outsider. I didn't take you for a bandit and a thief. Wer bist You du? listen here. I'm the president of the Complex Illness Mutual Aid Society. The medicine we hold here is lifeblood for many of our members. Are you sure those poor patients? Along comes a Ach, diese life-saving armen wonder medicine Leute. only to be Wir snatched wollen nur away by a helfen. The underworld is full of sickness. What would happen if we left it all to that clinic to treat? My mutual aid society has relieved that doctor of patients at the end of the road. Shouldn't she be thanking me? Natasha würde einen Patienten niemals aufgehen und sie würde nie mit einem Hochstapler zusammenarbeiten. Seems like you are quite bent on dismantling our operation. Fine, seeing as you came all this way, it'd be rude not to give you the opportunity. Men, seize the medicine thief. Natürlich, das klappt bestimmt. Komm her, mein Freund. Let's be friends. Lance ablaze! Zeit drauf zu hauen. Forward! Time to twirl. This big diamond. So, It's all yours. weg mit euch. Time to twirl. Welcome, customer. Yeah. Lance up
Bam. So, was hast du zu sagen? Why are you taking away our moneymaker? Moneymaker? So you admit it then? You're not in this to save lives, you're in it to get rich. Ja, super, natürlich. What are you doing here? Oh, as if we didn't have enough trouble already. Selling fake medicine with false kindness. You should have expected trouble to find you sooner or later. I have a responsibility to protect the well-being of my patients. Or to put it another way, I must eradicate any and all threats to them. You can't save everyone. The underworld is teeming with sickness. How could you possibly... You're right. I can't save everyone alone. But if I must, I would sacrifice food and sleep. The debt that Vash owes to the underworld rests with me. All I can do is help everyone to the best of my ability. So stubborn. In that sense, you're no different from your... I'll take that as a compliment. Thank you. Your actions today have saved many underworld families. I'll find a way to dispose of Vash's leftover reagents. Next time the Mutual Aid Society wants to whip up a quack cure, they'll be out of luck. Let's go back to town. I still owe those patients an explanation. Tja, das wird jetzt auch schön werden. Denen zu erklären, dass die Medizin weg ist, weil werden die nicht akzeptieren so einfach. Leider werden die es nicht akzeptieren. It looks like the patients have surrounded Natasha. Let's... What are you saying, Doctor? The wonder medicine is out of supply? Correct. That medicine is a wolf in sheep's clothing. Wildfire has cut off the supply chain. Your ailments need rational, scientific treatment. Relying on pseudo-medicines will only worsen your condition. Rational and scientific, huh? The way I see it, you're just jealous you lost your patients. How dare you speak to Dr. Natasha like that? Where are your manners? Ma'am, please think for a moment. How can you still be siding with her? That wonder medicine was working fine for us, and now it's gone. I understand your anger, but as your doctor, I ask you to trust my judgment. I will find a way to access more medical resources and help you through your struggles. If I must, I'll get help from the surface. The surface. I almost forgot that you were an overworld big shot. Have some respect for Dr. Natasha. If it's respect she wants, she better find a replacement for the wonder medicine fast. If not, I'll tell everyone about how she set up Dr. Vash. I'm out of here. Wow. Alles gut, Natascha? Will of preservation. Oh, you're here. I apologize. That must have made for uncomfortable viewing. Geht's dir gut? I'm okay. If I were in his shoes, I may well have had the same reaction. Now I need to focus on treating the patients and dispelling their doubts. Let's leave it for now. I'll feel a lot better once I've gotten rid of this mess that Vash left us. Now's as good a time as any to tell you Vash's whole story. If there's anything you want to know, don't hesitate to ask. War mit ihr blutsverwandt? No, but I used to think we were so close that we may as well have been. I, actually grew up in the orphanage. It wasn't until I was adopted by an overworld family that life changed. My adoptive mother always saw me as her own flesh and blood. And Vash loved me like a sister. That is when we were still young. My adoptive parents belonged to a prominent medical family. As kids, we were exposed to all kinds of medical texts. When we were older, both of us got straight into Bellabog's medical school. Was für eine Person war He Vash? was gentle and introverted. But when it came to work, he could be absurdly obsessive. Like a completely different person. Whenever I made a mistake in an experiment, he'd bite my head off. And then a while later, he'd apologize and comfort me. He was conflicted in that way.
Du wusstest doch die ganze Zeit, dass er es war, den Leuten die Medizin überlassen hat. I didn't know he had leftover reagents in Rivet Town. I was shocked when you told me. If you fail to make a clean break with the past creeps up on you. Ist der wirklich verschieden? That's a long story. Ever since he was little, Vash had always wanted to develop a medicine called blizzard immunity. He saw the human body's vulnerability to cold as a disease, and wanted to cure it so that humanity could survive the eternal freeze. If he succeeded, people would be able to leave Belobog and rebuild their homes in the snow plains. Glaubst du an seinen Traum? To be honest, I never understood how he'd achieve that blizzard immunity. But I do admire that vision and perseverance. I always chose to believe him, ever since I was a kid. I knew his research in the overworld wasn't going well. I used to write to him and ask him to come down and stay with the kids in the orphanage for a while. I thought it might help take his mind off his research, but I was too young to know what long-term frustration could do to a person. It changed him in a terrible way. During his stay in the underworld, he met patients affected by fragmentum corrosion with mild symptoms. Compared with non-patients, their bodies reacted differently to hot and cold. He began to simulate mild fragmentum corrosion, thinking that it could lead to breakthroughs in developing blizzard immunity. Those reagents of his aren't cure-alls for critical illness. That doesn't exist. Vash made the reagents to mitigate the suffering of his patients in the short term. A convenient way for him to observe changes in his test subjects. But behind my back, he had been doling out the reagents to residents who were kept in the dark. When it finally struck me that something was wrong, his terrible research had already turned him into... Indeed. And it all happened under my nose. How ridiculous. My judgment was clouded by trust in a loved one. Ich meine, das ist klar, man will vor allem seinen Angehörigen vertrauen When his dann. experiments were exposed, I spent a long time with Oleg discussing how to handle the aftermath. This was shortly before the underworld was sealed off. There were hardly any Silvermane guards remaining. We spent ages trying. In the end, Oleg suggested that we banish him and permanently deny him access to the underworld. Had his victims found out the truth, Vash would have been torn to pieces by furious underworlders. I was young and weak at the time. Oleg must have worried about how I'd react to such a scenario, or he wouldn't have suggested banishment. Verbannung ist keine besonders harte Strafe. Looking back, it wasn't. He deserved much worse. Oleg and I took Vash to the overworld. He made his final request to us. To take him outside the city to the snow plains he'd always wanted to conquer. His figure gradually disappeared into the snow curtain. I've been telling myself that Vash is dead ever since. Forgive me. I'm not good at telling stories. Vash was a terrible brother and a worse doctor. That's all you need to know. Let's call it a day. Wow. Thank you for cleaning up the mess my brother left behind. Das ist halt... For your trouble. Das ist halt ein Bruder gewesen. Ja. Wow. Das, Okay. Ich würde sagen, wir gucken noch... Machen noch Nacht in der großen Mine Teil 2 gerade. Ah, das Schienenrätsel. Das habe ich tatsächlich auch privat angefangen. Gut, dann. Das passt perfekt. Das können wir noch hier reinpacken. Wir können anfangen. Basically, das ist ein Lehrling, das ist ein Meister, der will bald aufhören. Der soll das weitermachen, aber die beiden
ja, die mögen sich nicht. Und deswegen muss ich jetzt Rätsel machen. Perfekt, ne? Also, Sache ist, das ist ein Minenwagen, der Minenwagen ist voll. Der Minenwagen ist leer. Minenwagen, die voll sind, müssen hier hin. An das gelb leuchtende Ding. Minenwagen, die leer sind, müssen hier hin. Und das sind Schienen. Sprich, ich drücke so. Jetzt fährt der da lang. Jetzt kann ich den zum Beispiel schieben. Jetzt fährt der Wagen komplett bis hier hinten. Und ist am richtigen Ort. Jetzt kann ich die Schiene zum Beispiel wechseln. Was passiert, wenn ich den jetzt eigentlich schiebe? Okay. Schiene wechseln. Gut. Den bewegen. Die Schiene wechseln. Ja, und das ist prinzipiell das Rätsel, das man machen muss. Und es ist nicht schwer. Es gibt noch eine andere Mechanik, die bei einer Runde schon mal dabei war, dass man Wägen beladen und entladen kann. Und ich schätze, es wird auch noch eine Runde hier nachgeben. Aber mein Problem ist so, es dauert ein bisschen zu lange alles, bis es sich bewegt hat. So. Und man bekommt Kisten. Und dann kann man hingehen. Hallo. Da bin ich noch mal kurz. Entschuldigung für den Cut. Mein PC hatte keinen Speicher mehr. Ich gucke einfach so weiter. Ich habe noch ein komplettes zweites Rätsel hier gemacht, wo ich die Wägen hin und her schieben sollte. Und guck rüber und sehe, der Speicherplatz ist voll. Ja, es war nichts Wichtiges mehr gewesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich noch... Nee, ich müsste nichts Wichtiges gesagt haben. Es kann sein... Ich habe gemerkt, Seele steht hier hinten und habe im Prinzip gemeint, ich habe das Rätsel jetzt noch fertig gemacht. Und... hol mir noch die Belohnung. Zack. Und werde die weiteren Rätsel einfach privat machen, weil es scheint nichts mehr Interessantes zu passieren. Und wollte aber nochmal mit Seele reden. Wie es ihr jetzt so geht. Hey Kellerkind, ich hätte nicht gedacht, dass du noch hier bist. Du wirst dich doch wohl nicht in Belleborg verliebt haben. Es ist schon eine tolle Stadt. Ich dachte, eine kleine Stadt wie Belleborg wäre unter deiner Würde. Belleborg, die Unterwelt ist mein Zuhause. Der einzige Ort, den ich je gekannt habe. Wenn ich die Chance bekomme, würde ich gerne deine Welt sehen, die weite Welt sehen. Aber definitiv nicht jetzt. Die Menschen hier brauchen Hilfe. Ich muss bei ihnen bleiben und meinen Beitrag leisten. Bist du nicht bei Bronja? Soll ich den ganzen Tag in diesem eisigen Schloss eingesperrt bleiben? Verschon mich. Ich werde mich nie an diesen Lebensstil gewöhnen. Ich habe keine Ahnung, wie Bronja damit klarkommt. Täglich über Papierkram zu brüten, all das Gelaber über sich ergehen zu lassen. Ich wäre längst verrückt geworden. Ich arbeite lieber in der frischen Luft. Außerdem gibt es in der Unterwelt viele, die Hilfe brauchen. Ich habe Bronja gesagt, wie ich darüber denke, und sie unterstützt mich. Wenn sie mich braucht, komme ich natürlich sofort zurück. Bestimmte Dinge kann sogar sie nicht ohne jemanden wie mich lösen. Wir wissen beide, wo wir stehen, und keiner hat einen Grund, sich zu beklagen. Wie läuft's in der Unterwelt? Nicht gut, aber die Zeichen stehen für Verbesserung. Ned und Oleg sind täglich auf Achse, um den Handel Bier zu beleben. Ich verstehe nichts davon, also will ich nicht stören. Aber was die Vagabunden betrifft, die meisten sind auf dem richtigen Weg, aber es gibt natürlich ein paar Taugenixe, die versuchen, sich regelmäßig zu bereichern. Ich konzentriere mich darauf, ihnen eine Lektion zu erteilen. Ich muss ihnen klar machen, dass sie bestraft werden, wenn sie das Gesetz brechen, egal in welcher Ära wir leben. Ab so weiterhin für Wildfeuer. Klar, seit meiner Kindheit ist es meine Lebensaufgabe geworden, Wildfeuer zu helfen. Ich weiß, dass Wildfeuer ursprünglich gegründet wurde, weil es keine Silberman-Wachen mehr gab. Wenn sich die Beziehung zwischen Ober- und Unterwelt wieder normalisiert, muss Wildfeuer nicht weitermachen. Aber wenn Ned glaubt, dass Wildfeuer noch einen Zweck hat, wer bin ich, ihr zu widersprechen? Und dein letzter Kampf. Welcher? Ach, du meinst den gegen Kokolia. Seltsamerweise kann ich mich an keine Details erinnern. Nur daran, dass du von ihrer Waffe durchbohrt wurdest und dann auf wundersame Weise wieder aufgestanden bist. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Aber es ist unglaublich, dass du auf diese Weise von den Toten auferstanden bist. Meine Kräfte hatten nichts zu tun. Ach so? Wie hast du das dann gemacht? Ach, hör auf. Erzähl mir nichts von Ionen und Faden. Ich bin nicht interessiert. Heb's dir fürs nächste Mal auf. Oh, schön. Okay.
Und ich würde sagen, als kleine nette Sache noch, kann ich mich direkt dahin teleportieren? Wahrscheinlich nicht. Können wir uns noch kurz den... nee, das ist alles vom Untergrund. Okay, dann können wir im Untergrund hier nichts gucken. Aber vielleicht nochmal mit Bronja sprechen. Würde ich nämlich auch gerne nochmal machen, was sie jetzt so sagt. Sollte ich jetzt mal... Ich sollte ja hoffentlich zu ihr hinkommen. Sollte. Festung Quilp. Ja. Ist auch Verwaltungsbezirk einfach, ja. Da ist Bronja. Danke, dass du mich das gelehrt hast. Hast du Zeit zum Plaudern? Natürlich, ich habe viel von unseren Diskussionen profitiert. Wie fühlt es sich an, die oberste Wächterin zu sein? Für mich ist es nur ein Titel, mehr nicht. Ich werde daran festhalten, das Richtige zu tun, egal ob ich den Titel habe oder nicht. Aber die Leute sehen es anders. Für sie ist die oberste Wächterin ein mächtiges Symbol. Nicht nur was die Führung angeht, sondern auch Hoffnung für eine bessere Zukunft. Also muss ich meine Denkweise kritisch hinterfragen. Ich muss immer berücksichtigen, dass meine Entscheidungen tausende Menschenleben beeinflussen. Das ist eine schwere Last. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich es kann. Aber ich habe Glück, denn ich muss nicht alles allein durchstehen. Was hast du vor? Die nächste oberste Priorität ist es, Belebock wiederzubeleben. Ach, das klingt so vage, was? Was konkrete Maßnahmen angeht, finde ich am wichtigsten, die Wirtschaft wieder zu reorganisieren. Die Blockade hatte enorme volkswirtschaftliche Auswirkungen auf die Ober- und Unterwelt. Im Moment können normale Bergleute in der Unterwelt die hohen Lebenskosten im Verwaltungsbezirk nicht stemmen. Wenn die Lage sich nicht bessert, scheitert die Reintegration der Oberwelt und Unterwelt. Ich habe Termine für mehrere Finanzministerien gemacht und werde versuchen, eine grundlegende Richtung für Reform auszuarbeiten. Das ist natürlich nur der erste Schritt eines großen Revitalisierungsplans. Ich hoffe, es wird ein Starter stark. Wegen Kokolia. Sprich leiser, Kellerkind. Was Mama angeht, ich kann nur versuchen, nicht an ihr Gesicht zu denken, bevor sie starb. Kellerkind, egal was du davon halten magst. Madame Kokolia war meine ganze Familie. Alles, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin. Verdanke ich ihren Lehren. Ich weiß nicht, wann sie vom rechten Weg abgekommen ist, aber sie hat mich die ganze Zeit über liebevoll behandelt. Und ich glaube nicht, dass es der Einfluss des Stellarons war. Um ehrlich zu sein, habe ich bei dem Gedanken, sie nie wieder zu sehen, immer Tränen in den Augen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, meine verletzliche Seite zu zeigen. Also lass uns über etwas anderes reden. Und Seele? Sie will greifbare Veränderungen anpacken, anstatt in diesem leblosen Büro herumzusitzen. Sie hat immer an die Unterwelt gedacht, so jemand kann mich nicht davon abhalten, seiner Wege zu gehen. Seele ist eine Macherin. Sie kann am Verhandlungstisch nicht das tun, was sie am besten kann. Sie weiß, wo ihre Stärken liegen, und als Freundin und Mitkämpferin unterstütze ich ihre Entscheidung. Außerdem, wenn ich ein Signal sende, um sie um Hilfe bitte, weiß ich, dass sie zu mir zurückkehren wird. Und das genügt mir. Okay. Und wir können noch ein Buch klauen. Der breite Schreibtisch wurde gehört der majestätischen Herrschung dieses Planeten, der obersten Wächterin von Belebock. Er sieht vornehm, elegant und gepflegt aus, genau wie seine Besitzerin. Jeder kann unterschiedlich auf einen solchen Schreibtisch reagieren. Wer Ordnung liegt, sieht darin ein vollendetes Meisterwerk und verlässt ihn voller Bewunderung. Wer das Chaos liebt, wird sich die Lippen lecken und versuchen, die gesetzlose Entropie des Universums wiederherzustellen, wofür sie schnell eine Entschuldigung parat haben. Die Tapferen behalten sich das Recht vor, diesen Schreibtisch zu durchwühlen. Also, was für ein Mensch bist du? Ich bin Chaos. Du hast dich so gefühlt, seit der Blick der Befleckten zum ersten Mal auf dich fiel. Das ist verständlich. Es ist nur so, dass dieses Moralsystem von Charilius Six so ein Verhalten nicht gut heißt. Mit anderen Worten, Ärger am Schreibtisch der Obersten zu machen, hat seinen Preis. Glücklich? Ich kann das... Nein! Nein! Ich kann jetzt erst einen Daumen hoch opfern dafür, oder wie? Mal sehen. Mach einen großen Schritt zurück. Hier muss was Kostbares sein. Du kannst dir nicht entgehen lassen, was auch immer es ist. Beginnst du mit deiner Arbeit. Als erstes gibt es eine niedliche Blumentopf-Szene. Warum es eine Szene ist, wenn du dies das ganze Jahr über gesehen hast und nichts verwelkt ist? Genau wie bei der künstlichen Pflanze. Gut, dass Bronja nicht guckt. Um die Richtigkeit dieser Ahnung zu bestätigen, kneifst du eins der zarten Blütenblätter. Wow, Pflanzensaft. Sie ist nicht künstlich. Tut mir leid. Mal sehen, ob es noch was Lustigeres gibt. Auf dem Schreibtisch liegen mehrere schön gebündelte Bücher. Als niemand hinsicht, schlägst du eins auf und wühlst drin rum. Leer und nochmals leer. Sind diese Bücher nur Deko, um den gesellschaftlich hohen Standards zu zeigen? Du hättest hier streng geheime Dokumente erwartet. Wie langweilig. Gibt es irgendwas Interessantes? Und was ist in dem Schrank denn drin?
Es ist definitiv etwas im Schrank. Oder besser gesagt, es muss etwas drin sein. Warum sonst verwendest du so viel Energie darauf, diese Schränke zu durchwühlen? Doch nicht, um tatsächlich Schaden anzurichten, oder? Also streckst du die Hand nach dem Griff des Schrankes aus, der scheinbar jedes einzelne Geheimnis Bellbox enthält. Kellerkind? Bitte hör auf damit, hier ist nichts, versprochen. Du hebst deinen Kopf und starrst Bronja in die Augen. Das ist übel. Sie muss schon vor Ewigkeiten herausgefunden haben, dass du hier herumschnüffelst. Hat dich aber nicht daran gehindert, weil du ihr wichtig bist. Kein Wunder, dass du immer brennende Blicke im Rücken spürst. Ich drücke heute ein Auge zu, aber ich hoffe, dass du das in Zukunft nicht mehr tun wirst. Oh Gott. Mach die Situation nicht peinlich. Keine Sorge. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. In diesem Raum empfange ich eigentlich nur Gäste. Mein Abend hat sich woanders, sicherheitshalber. Schließlich bist du nicht die Einzige, die versucht, den Schreibtisch der Obersten zu durchwühlen. Wenn es jemand anders wäre, wäre er inzwischen von den Silbermännenwachen festgenommen worden. Aber ich bekomme nichts. Was für ein Angebot. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, es stimmt. Es ist schön, dass du da bist. Ich habe was für dich. Die Einleitung zur Herstellung von Schutzausrüstung mit Hightech wurde angeblich von Besuchern jenseits des Himmels mitgebracht. Leider können wir sie mit unseren Ressourcen nicht nachproduzieren. Du gerätst auf deinen Reisen ständig in Gefahr. Und diese Schutzausrüstung können dir helfen. Nimm sie einfach. Zöger nicht. Ich habe Schild und ich habe ein echtes Rezept bekommen. Was? Was? Schutzausrüstung. Erhöht nach der Verwendung die Verteidigung für den nächsten Kampf und die erhaltene Schildmenge. LOL. Okay. Und sie ist auch hier. Cool. Welche soll nicht ansprechen? Nett. Ich habe einfach nur zum Joke gemacht. Ich hätte nie erwartet, dass ich hier noch was bekomme. Aber gut. Dann war es das mit diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann Schatz des alten Vorarbeiters machen. Bis dahin. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und ciao.